Ein ganz herzliches Grüß euch von mir heute bei mir daheim an der Lagerfeuerstelle. Die letzten Stunden des Jahres sind angebrochen. Es ist nur noch ein Bruchteil, bis das neue Jahr beginnt. Neuanfang, Neubeginn, Zeit des Umbruchs und Zeit auch mal das letzte Jahr Review passieren zu lassen, zurückzublicken, was hat sich alles ereignet. Für uns alle war das ein sehr, sehr turbulentes Jahr. Unsere Welt, unser gewohntes Leben hat sich so drastisch verändert. Ich glaube, niemand hat wirklich damit gerechnet, dass wir mal in diese Situation kommen, in der wir uns jetzt gerade befinden. Das Jahr war für viele bestimmt nicht einfach. Viele Schicksalsschläge, viele drastische Einschnitte. Aber bestimmt auch viele schöne Seiten, viele Sonnenseiten. Und man muss nicht immer, oder man sollte versuchen, nicht immer alles nur negativ zu sehen, dass man zurückblickt und sagt, oh ja, dieses Jahr, das möchte ich am liebsten vergessen, es waren so viele schlechte Dinge, so viel Schlimmes ist passiert. Ich bin mir sicher, im Leben von jedem von euch gab es auch viele schöne Ereignisse in diesem Jahr. Und ich wünsche euch allen, dass ihr einigermaßen zufrieden und wohlwollend auf dieses Jahr zurückblicken könnt und euch einfach an die schönen Dinge erinnern könnt, die passiert sind. Auch in meinem Leben hat sich dieses Jahr viel geändert oder es gab viele Erlebnisse, Ereignisse. Die Geburt von meinem Sohn, was natürlich ein unglaubliches Glück für mich gewesen ist. Mein Buch ist fertig geworden, das ist auch so ein kleiner Lebenstraum von mir, der sich verwirklicht hat. Ja, dann natürlich meine Waldhütte ist auch eines der großen Ereignisse in diesem Jahr, dass ich die so ausgebaut habe, so schön hergerichtet habe, dass ich da quasi eine zweite Homebase habe, einen zweiten Platz mitten im Wald, wo ich mich zurückziehen kann. Ganz, ganz toll. Und dann natürlich die Neuroborreliose, die mich ehrlich gesagt ganz schön aus der Bahn geworfen hat. Aber es ist alles passiert, es war alles turbulent und teilweise ziemliches Chaos und auch Stress. Trotzdem, wenn ich zurückblicke, war das ein sehr ereignisreiches, aber ein sehr schönes Jahr für mich. Und ich bin froh, dass das neue Jahr anbricht und ich bin gespannt auf die Veränderungen, die es mit sich bringen wird. Die Neuroborreliose ist natürlich ein gutes Stichwort, denn in dieser Zeit meiner Krankheit, und es war auch ein kompletter Ausfall, mein ganzes Leben ist eigentlich stillgestanden. In dem Moment ist es brach gelegen, wenn man das so ausdrücken kann. Aber in diesen Wochen, wo ich von der Bildfläche verschwunden bin, habe ich von euch so ein riesengroßes Feedback, so ein Zusammenhalt, man hat einfach gemerkt, was man doch auch für eine Gemeinschaft ist, obwohl wir uns, also ich und ihr, meine Abonnenten, nur über das Internet kennen. Es ist doch ein wahnsinniger Zusammenhalt irgendwo zu merken gewesen. So viele Leute haben an mich gedacht, haben für mich gebetet, haben mir positive Worte geschrieben, an mich gedacht, Kerzerl angezündet. Also ich war wirklich, ich finde diesen Ausdruck blöd, aber es passt hier. Ich war geflasht von eurem Zuspruch, dass ich habe gewusst, ich habe tolle Abonnenten, aber ich finde, in diesen Wochen hat man erst gemerkt, ja, wie viel ich euch bedeute, wie viele Leute an mich denken, und das war echt großartig. Das hat mir sehr, sehr durch diese schwere Zeit geholfen und ich kann mich nur immer wiederholen, wirklich, ihr seid echt großartig. Ein richtig großes Dankeschön, dass ihr mich auch durch diese Phase begleitet habt. Genauso die Videoausfallzeit nach der Geburt und zum Finish von meinem Buch, wo ich mich eher rar gemacht habe. Ihr wart immer da, ihr habt mich durch all diese Prozesse begleitet. Und das finde ich einfach toll. Ich bin froh, euch als Abonnenten zu haben. Es ist eine großartige Community hier. Wirklich perfekt. Vielen Dank. Ihr habt ja sicherlich gemerkt, dass ich in den letzten Wochen nicht so viel von mir hören habe lassen, dass ich mich zurückgezogen habe und viele Videos gemacht habe. Denn ich habe Familienzeit, Quality Time genossen, ganz in Ruhe mit meinen Kindern. Und in diesen Wochen habe ich mir auch viele Gedanken gemacht,
wie soll es weitergehen im kommenden Jahr, was setze ich mir für Ziele, welche Wünsche habe ich. Und hier möchte ich natürlich euch auch wieder mit einbinden. Der Nachbar lässt es krachen. Denn mich interessiert natürlich immer, welche Videowünsche ihr an mich habt. Gibt es irgendwelche speziellen Themen, wo ihr sagt, macht doch mal ein Video dazu oder eine Videoserie oder taucht doch mal in diese Thematik ein. Da interessiert mich einfach, was wollt ihr von mir sehen? Da ist euer Feedback immer ganz wichtig und ganz wertvoll für mich. Ja, ich hole jetzt die Kinder wieder raus, denn die sind schon ganz hibbelig drauf, mit mir hier am Lagerfeuer Waffeln im Waffeleisen zu machen. Und ich lasse euch an dieser Stelle ganz viele gute Wünsche da. Ich hoffe, dass sich das neue Jahr so entwickelt, wie ihr euch das vorstellt, dass ihr auch einige Ziele und Wünsche umsetzen könnt, dass sich die Wünsche erfüllen, dass ihr einfach eine gute Zeit habt, dass ihr gesund bleibt und auch im nächsten Jahr wieder mit einem Lächeln auf das Jahr zurückblicken könnt. Macht's es gut, alles Liebe von mir, wir sehen uns ganz bald wieder. Pfiat euch!